Mein Name ist Christine Tunkel. Ich bin Neurologin an der Universitätsklinik Heidelberg, aber spreche heute aus Kathmandu in Nepal, wo ich für diese Woche zum ersten Netzwerktreffen der Klinikpartnerschaften bin. Wir haben vor 2 Jahren ein Schlaganfallprojekt in Nepal aufgesetzt als Kooperation zwischen der Uniklinik Heidelberg und der Nepal Stroke Association, was jetzt kürzlich erfolgreicherweise in die 2. Förderperiode der Klinikpartnerschaften geht. Das Ziel des Projektes ist es, von Anfang an in Nepal erstmals eine flächendeckende Schlaganfallversorgung aufzubauen und damit dazu beizutragen, dass jeder Schlaganfallpatient Zugang zu einer qualitativen und vor allem auch bezahlbaren Schlaganfallversorgung erhält. So wie auch in vielen westlichen Ländern ist Schlaganfall in Nepal eine der häufigsten Todesursachen und betrifft vor allem Menschen im Alter von 40 oder 50 Jahren, also sehr junge Patienten. Und wenn ich sage, eine der häufigsten Todesursachen, bedeutet das, dass statistisch gesehen einer von 4 Menschen einen Schlaganfall erleiden wird. In Nepal ist es im Moment so, dass außerhalb der Hauptstadt Kathmandus keine Schlaganfallversorgung verfügbar ist. Und in den Orten, wo es Schlaganfallversorgung in Nepal gibt, also vornehmlich in Kathmandu, ist sie nicht bezahlbar für die Patienten. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, das Projekt mit 5 Kliniken in Kathmandu zu starten und haben das dann sehr schnell entsprechend des Bedarfs auf die restlichen Provinzen des Landes außerhalb von Kathmandus ausgedehnt und können erfreulicherweise jetzt sagen, dass wir mit 9 Krankenhäusern, die das ganze Land abdecken, in regelmäßigen Kontakt sind und dort regelmäßige Workshops machen und diesen Kliniken dabei helfen. Wir haben vornehmlich 4 Ziele und dabei ist der Teil Quality Improvement, also die Verbesserung der Versorgung, der Hauptteil. In den letzten 2 Jahren haben wir in insgesamt 10 verschiedenen Kliniken über 40 Workshops in den Kliniken gemacht. 10 Kollegen aus Nepal waren auch bei uns in Deutschland und haben da an Train-the-Trainer-Workshops teilgenommen. Und insgesamt haben wir über 1200 Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenhäusern trainiert, setzen uns auch in den Krankenhäusern zusammen und gehen dort regelmäßig durch. Der zweite wichtige Teil ist, dass wir erstmals versuchen, ein Quality Monitoring aufzusetzen. Das heißt, zu messen, was passiert überhaupt in den Krankenhäusern, welche Patienten sind dort, wie viele und wie ist das Behandlungsergebnis. Eine dritte wichtige Säule ist die Öffentlichkeitsarbeit und der 4. Teil unseres Projekts besteht darin, der Regierung auf die Füße zu treten und die zu motivieren oder zu überzeugen anhand von Zahlen, dass Schlaganfallbehandlung sinnvoll ist und vor allem auch sehr wichtig ist, in die nationale Gesundheitspolitik zu integrieren. Für mich das Schönste ist, dass an vielen Orten das Stroke Movement entstanden ist. Und inzwischen hört man es in den ganzen Krankenhäusern, dass da eine wahnsinnige Initiative entstanden ist, eine Stroke Unit aufzubauen. Und auch seitens der Politik wird darüber geredet. Und es gibt eine wichtige Therapie, die sogenannte Thrombolyse, die war vorher in diesen Kliniken nicht vorhanden, ist aber eine der effektivsten Therapien für Schlaganfälle und die wird jetzt in diesen 3 Kliniken regelmäßig durchgeführt. Meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass wir in Deutschland sehr, sehr viel Expertise und spezialisierte Erfahrung gesammelt haben. Aber auch andererseits, was können wir von den Kollegen aus Nepal lernen und vielleicht auch für uns mitnehmen. Auch uns deutschen Partnern bringt es sehr viel. Es ist zum einen sehr wichtig, mal die andere Perspektive anzunehmen. Und mir persönlich hat es geholfen, mehr zu hinterfragen, was wir in Deutschland tun, was wirklich wichtig ist in der Versorgung und welche Elemente man auch von den nepalesischen Kollegen, von der hiesigen Schlaganfallversorgung auch bei uns integrieren kann. Bei mir hat es wirklich zu einem essentielleren Verständnis von der Schlaganfallversorgung beigetragen. Meine Erfahrung in den Klinikpartnerschaften war es, dass so der Erfolgskern des Projektes darin liegt, dass sich Ärzte unbürokratisch auf Augenhöhe unterhalten und austauschen können. Und auf der konkreten Ebene wünschen wir uns, dass die Erfolge, die wir jetzt in den einzelnen Krankenhäusern geschaffen haben, dass die sich weiterhin konsolidieren und wir auch nach und nach mehr Krankenhäuser in das Projekt einbinden können. Unser langfristiges Ziel war von Anfang an und es ist auch immer noch, dass Schlaganfallversorgung langfristig von der Regierung so getragen und übernommen wird, dass sich jeder Nepalese eine bezahlbare Schlaganfallversorgung leisten kann und auch Zugang zu einer Schlaganfallversorgung hat.